Moin Leute hier aus dem Headquarter in Hamburg. Wir haben hohen Besuch. Sebastian Sauer ist da. Herzlich willkommen. Moin, moin. Ja, moin, moin. Das ist schon die richtige Ansage. Wir haben was für euch. Und zwar, Sebastian ist aus meiner Sicht der Noppenexperte und der Noppenpapst schlechthin. Wir haben für euch die 6 besten Tipps zusammengestellt für lange Noppe am Tisch. Was das für Tipps sind, das zeigen wir beide euch jetzt. So Freunde, wir haben den ersten Tipp für euch und zwar erklärt euch Sebastian jetzt, Sebastian, was ist der erste wichtige Tipp? Ich finde es ganz wichtig beim Material, dass man den Schläger locker in der Hand hält. Bevor ich mich darum kümmere, was für Schläge mache ich eigentlich oder wie spiele ich taktisch, muss ich ja schauen, wie habe ich den Schläger überhaupt in der Hand. Und da sehe ich das sehr, sehr oft, dass Spieler den Schläger viel zu fest in der Hand halten. Da sage ich immer zu Hammergriff. Ja? Wenn ich den Schläger locker in der Hand halte, dann tauchen meine Bälle flacher auf der anderen Seite ab und ich habe auch viel mehr Kontrolle beim Spielen. Ja, wenn ich das spiele, sehr, sehr locker, sanft kann ich an die Bälle gehen. Wenn ich den Schläger viel zu fester halten würde, dann habe ich das Problem, dass mir sehr viele Bälle hinten über den Tisch rausgehen und dass die auch gar nicht so gefährlich auf die andere Seite kommen. Ja? Der Ball feuert also zu viel ab. Leute, denkt dran, lockere Griffhaltung. Der zweite ganz entscheidende Tipp, Freunde, ist, den Ball extrem früh zu nehmen. Wir schauen uns das mal an, wie das Sebastian macht. Ihr seht, bei so einem frühen Balltreffpunkt könnt ihr richtig Gas geben. Der Ball bleibt flach, ist super gefährlich und ärgert jeden Gegner, gegen den ihr spielt. Sebastian, du hast ja, gibst viele Lehrgänge, gibst viele Trainings. Was sind so deine Erfahrungen von den Spielern, die zu dir kommen? Ja, die meisten Spieler verschenken hier unheimlich viele Potenziale. Die nehmen den Ball viel zu spät. Wenn ich den Ball mit der Noppe direkt nach dem Aufspringen nehme, ganz, ganz früh, dann ist der Ball viel schneller auf der anderen Seite und ich kann auch gleichzeitig viel bessere Winkel spielen. Ja, macht einen riesengroßen Unterschied. Die Bälle kommen locker eine Klasse besser, wenn ich es schaffe, die sehr, sehr früh nach dem Aufspringen zu nehmen. Ja. Und diese Klasse besser, die wollen wir ja, dass du spielst. Also Leute, nehmt den Ball extrem früh. So Freunde, wir haben gleich den dritten Tipp für dich. Und zwar, Sebastian, verrat doch mal Tischtennis Deutschland, allen Noppengurus, was ist der Punkt 3? Gerade bei Noppen- und bei Antitop-Spielern ist es unheimlich wichtig, den Spielrhythmus auch zu wechseln. Ich sehe das unheimlich oft, dass jemand eine gute Schlagtechnik hat, spielt aber immer wieder das gleiche Tempo. Da kann der Gegner sich unheimlich gut dran gewöhnen. Ja. Die Qualität der Bälle ist direkt um Welten besser, wenn ich es schaffe, den Ball mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer zu spielen. Ja. Und mal schneller und mal langsamer muss jetzt auch nicht heißen, mal 5%, mal 150%, ja, dann voll draufhauen, sondern einfach mal kleine Veränderungen. Ja, von 60% auf 70%, von 70 auf 80%. Riesengroßer Effekt dadurch. Ja. Und übrigens, das gilt auch für alle anderen, die jetzt hier zuschauen. Ne? Mal den Rhythmus wechseln und nicht immer 5000 km/h und mal irgendwie, manche machen nur 5000, manche machen nur 2. Ne? Immer mal wechseln. So Leute, das ist es natürlich, was die anderen Spieler wollen, aber was die Noppenspieler nicht möchten. Ihr müsst darauf achten, und das ist unser 4. Tipp, auf die Platzierung. Es ist enorm wichtig, dass ihr da flexibel seid, unterschiedliche Positionen anspielt und nicht immer den sicheren spielt, wo ihr denkt, alles klar, den spiele ich mal sicher in Rückhand oder Mitte Tisch und der Angriffsspieler weiß genau, was los ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, natürlich nicht nur für Materialspieler, sondern auch für alle anderen, dass ihr unterschiedliche Platzierungen anspielt. Nicht zu viel immer dieses Diagonale über die Rückhand. Spielt mal in die tiefe Rückhand, spielt mal auf dem Rückhandwechselpunkt, auf dem Vorhandwechselpunkt, mal in die tiefe Vorhand. Und achtet auch auf die Platzierung, nicht immer die gleiche Länge zu spielen. Mal kürzere Bälle zu spielen, mal halblange Bälle, mal lange Bälle. Das ist enorm wichtig, dass ihr da eine gute Variation habt. Und Sebastian erzählt euch auch noch mal 1, 2 Punkte dazu. Ich will es dir ja nicht zu einfach machen. Ja? Und es gibt unheimlich viele Noppenspieler, die zwar eine gute Technik spielen, die den Ball aber fast immer typischerweise diagonal auf den gleichen Punkt spielen. Und da passiert genau das, was wir eben hatten. Du weißt genau, was passiert, es ist super gemütlich für dich, du könntest fast einen Kaffee trinken, ja? Und keine Gefährlichkeit mehr da. Das heißt, ich muss versuchen, die Platzierung zu wechseln. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer extrem wechseln muss, extreme Rückhand,
extreme Vorhand. Ja, es reichen auch schon kleine Veränderungen, wie du es gesagt hast. Ja? Von der Rückhand mal in die Mitte, mal leicht in die Vorhand. Kleine Veränderungen reichen schon, haben aber einen riesengroßen Effekt. Der 5. Tipp, was sehr viele Spieler nicht wissen: Wenn ich mit Noppe oder Antitop spiele und ich bekomme vom Gegner leere, schnittlose Bälle, wirken erstmal wie einfachere Bälle, dann muss ich leider auch selbst etwas vorsichtiger an die Bälle rangehen und die Bälle auch etwas länger führen. Wenn ich da genauso dran gehen würde wie auf schnelle oder schnittreiche Bälle, mache ich selbst unheimlich viele Fehler. Wir spielen das mal. Ich gehe jetzt selbst vorsichtig an die Bälle ran, führe den Ball länger und ich mache es nicht, dass ich jetzt voll da drauf haue. Ja? Den Fehler machen sehr viele Spieler. Wenn der Ball leer und schnittlos kommt, wollen die volle Lotte draufgehen und da passieren unheimlich viele Fehler. Ja? Das macht sehr viel aus. Wie kann ich das umgehen, ist noch die wichtige Frage. Wenn ich der Meinung bin, dass meine Bälle zu vorsichtig sind, dann kann ich mich des 2. Tipps dann wieder bedienen und die Bälle einfach etwas früher nehmen, fast Volley nehmen. Und dann sind auch meine vorsichtig länger geführten Bälle gefährlich und kommen schnell auf der anderen Seite an. Punkt 6, viel Schnitt in den eigenen Aufschlag reingeben. Gerade als Noppenspieler wollen wir es ja haben, dass viel Rotation in den Ballwechseln drin ist. Und das können wir wunderbar erzeugen mit unserem eigenen Aufschlag. Da hat der andere gar keinen Einfluss darauf, was passiert. Wenn ich jetzt einen leeren, schnittlosen Aufschlag mache, ich spiele das mal, ja, dann kommt der Ball tendenziell auch wieder ohne Schnitt auf mich zu. Und das möchte ich nicht haben. Ja? Ich möchte viel Schnitt in den Ball reinbekommen. Und was sich wunderbar dafür eignet, ist ein Seitunterschnittaufschlag mit möglichst viel Suppe. Dann kommt auch wieder viel zurück und die Bälle von meiner Noppe kommen viel gefährlicher auf die andere Seite. Wir spielen das auch mal. Ja, viel Schnitt und der Ball kommt fies auf die andere Seite raus. Riesengroßer Unterschied. Das waren die 6 Tipps zum Spiel mit der Noppe. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen. Genau, Leute, gebt Gas, nutzt diese 6 Tipps und lasst uns in den Kommentaren nochmal wissen, wie euch die Tipps weitergeholfen haben oder ob ihr vielleicht noch eigene Tipps habt. Es gibt natürlich noch ganz viel zu erzählen, aber das waren sehr, sehr wichtige 6 Tipps. Super, dass du mitgemacht hast, Sebastian. Vielen Dank. Ne? Wunderbar. Und bis demnächst. Ne?